Ja, kannst du mich hören? Can you hear me? I'm Timo. Was ich beim Make-up irgendwie spannend fand, war, dass man eigentlich so viel probieren konnte, sich ausprobieren konnte, kreativ sein konnte. Ja, irgendwie war das für mich wirkte so grenzenlos frei als Beruf. Ich fand es irgendwie immer spannend, ja, dass man auch verändern konnte, Charakter schaffen konnte, optisch quasi einfach Persönlichkeiten oder Personen gestalten konnte oder schaffen konnte. Meine ersten Make-up-Erfahrungen habe ich tatsächlich auch an mir selbst gemacht. Also ich habe einfach irgendwann ein bisschen rumprobiert. Ich habe früher, als ich Fotos gemacht habe, mit Freunden in Kassel, habe ich auch immer ein bisschen was rumprobiert. Wenn ich eine Idee hatte, dann habe ich irgendwie was geschminkt, hier was gemacht. Und dann irgendwann habe ich bei mir so ein bisschen was rumprobiert. Immer wenn ich mal Lust hatte, habe ich irgendwas ausprobiert. Das war natürlich noch nicht so richtig gut, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Und bei Drag Make-up gibt's, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so wirklich Regeln. Eigentlich kann man alles machen. Es gibt Drag Queens, die vielleicht nur ein starkes Eye-Make-up oder vielleicht auch ein minimales Eye-Make-up tragen. Manche tragen Wigs, Perücken, manche tragen keine Perücken. Aber was, glaube ich, so ein bisschen so ein Ding von Drag Make-up ist das Contouring. Und das heißt quasi das Gesicht ein bisschen anders zu shapen. Ein bisschen die Wangen noch herauszuheben, ein bisschen, alles ein bisschen weicher zu machen oder härter zu machen, etwas größer zu machen oder ja, eigentlich kleiner eher nicht, aber eher größer zu machen, Augen oder auch Mund oder generell das Gesicht nach oben zu ziehen, zu strecken. Ich glaube, das sind so vielleicht Drag Rules, zu wissen, wie man konturiert. Drag Make-up hat sich in den letzten Jahren sehr entwickelt und verändert. Der Ursprung ist schon sehr die Karikatur einer Frau, würde ich jetzt mal so grob sagen, fast schon comicartig. Das ist das, was wir von früher kennen, das, was ich auch noch von früher als junger Mensch kenne. Wenn ich Drag Queens gesehen habe, war das meistens sehr theatral, groß, war irgendwie übertrieben in einer gewissen Form. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr verändert, auch durch diverse Drag-Shows, die es im Fernsehen gibt. Mittlerweile ist Drag eigentlich gar nicht mehr unbedingt so eine übertriebene Darstellung einer Frau, sondern mehr ein Spiel mit Make-up, mit Farben, mit Weiblichkeit auch, aber gar nicht unbedingt. Also es kann auch einfach ein künstlerisches Make-up sein und muss gar nicht so sehr eine Frau Karikatur sein oder darstellen. Make-up an mir selbst zu machen ist immer ein bisschen anders tatsächlich als an einer anderen Person. Einfach auch perspektivisch. Ich glaube, das hat auch was mit Routine zu tun. Ich glaube, wenn man Make-up an sich selbst macht, entweder macht man es täglich, dann hat man so seine Handgriffe, seine schnellen Routinen, das geht dann meistens schnell. Oder wenn man jetzt wirklich artistisch, künstlerisch Make-up macht und es ausschließlich an sich macht, dann kennt man sein Gesicht, man weiß, wie man was auftragen muss. Und ich bin es mehr gewohnt, Make-up an anderen Leuten zu machen, was einfach schon von der Perspektive ein bisschen anders ist, weil man vor der Person steht, weil man ja einfach anders mit dem Gesicht arbeitet. Normalerweise trage ich kein Make-up und habe auch nicht das Bedürfnis, Make-up zu tragen. Was ich aber gemacht habe, was sehr viel Spaß gemacht hat, war mit einem guten Freund und Kollegen, haben wir irgendwann angefangen, einfach
Drag-Make-up zu machen und rauszugehen. Und das ist schon, das hat Spaß gemacht, weil das irgendwie eine gemeinschaftliche, es war so eine Aktivität, wir waren ein paar Leute, haben uns einfach ein paar Stunden vorher geschminkt, ein bisschen was getrunken, zurechtgemacht und sind dann raus und irgendwie war das eine schöne Stimmung und das hat Spaß gemacht irgendwie als Event, irgendwie als Aktivität. Drag bedeutet für mich, dass man einfach auch mal andere Facetten von sich kennenlernt, sich in eine andere Rolle hineinversetzt, in eine andere Position hineinversetzt, was anderes lebt, andere Teile von sich lebt, andere Facetten von sich lebt. Vielleicht auch ein bisschen versteht, wie andere Menschen sind, sich ein bisschen in andere Leute hineinversetzen kann. Das bedeutet Drag eigentlich. Wenn man mich fragen würde, was verboten ist beim Drag-Make-up, würde ich persönlich sagen, wenn die Augenbrauen zu hoch angesetzt sind. Wenn es nicht organisch aussieht, würde ich sagen, das ist was nicht geht. Aber das kommt auch darauf an, was man darstellen will. Wenn man jetzt einen natürlichen Drag-Look darstellen will, dann sollte es alles harmonisch ineinander überfließen, einigermaßen.